Top-Down-Methode: Wie, was, warum? Fusion 360 Tutorial im Konstruktionstagebuch Zweimastschoner Germania. Hallo und herzlich willkommen bei Captain Cut. Ich bin der Michael und wir beschäftigen uns heute mit dem Aufbau des Konstruktionsverlaufs im Ordnerbaum. Hier gibt es grundsätzlich zwei Methoden: die Bottom-up, in der erst alle Teile in eigenen Projekten erstellt werden, um diese dann in einer Baugruppe zusammenzusetzen wie in der realen Fertigung. Die Top-down-Methode ist das genaue Gegenteil: Man konstruiert alles in einer Baugruppe und lagert dann die Bauteile zum Fertigen aus. Selbst diese zwei Arten haben etliche Facetten und Varianten bei der Anwendung. Darum stelle ich euch heute die Top-Down-Technik vor, da diese am meisten in meinen Projekten vorkommt. Starten wir also mit der Mehrkörperkonstruktion, die sogenannte Multibody-Variante, die erste Variante in der Top-Down-Methode. In dieser erstellen wir aus Körpern Komponenten. Erstellen wir nun einen schnellen Körper. Wir benennen den Körper auch gleich, denn der Name wird später für die Komponente verwendet. Noch schnell ein paar andere zeichnen. Als kurzen Einwurf: Unser Symbol im Ordnerbaum ist das immer noch einer Komponente. Nun müssen wir nur noch die Körper in Komponenten umwandeln, über den Befehl Komponente aus Körper erstellen. Also markieren, rechte Maustaste, Komponente aus Körpern erstellen und schon haben wir die Komponenten erstellt. Ein kleiner Nachteil in dieser Methode ist, dass man nur interne Komponenten erstellen kann. Wenn wir uns nun das Symbol anschauen, dann sehen wir, dass es sich in eine Baugruppe umgewandelt hat. Jetzt möchte ich euch das Ganze in dem praktischen Beispiel der Germania zeigen. Hier wandeln wir die Hilfskörper der Spanten, die ich zusammengefasst habe, in Komponenten um. Damit wir bei späterer Animation und Zeichnungserstellung uns unnötige Komplikationen ersparen. Alle markieren, wieder rechte Maustaste, Komponente aus Körpern erstellen. Jetzt dauert es kurz. So einfach macht man aus Körpern Komponenten. Ein anderer Weg ist es, eine Komponente direkt in der Baugruppe zu erstellen. Diese Methode wird oft bei großen Projekten angewandt. Man muss sich vorher ein paar Gedanken zum Aufbau und Fertigung des Projektes machen, damit die Teile an der richtigen Stelle im Ordnerbaum platziert sind. Dadurch können wir dann auch entscheiden, ob wir eine interne oder externe Komponente erstellen wollen. Also Komponente erstellen, in Kugel umbenennen, darauf achten, dass sie aktiviert wird und mit OK bestätigen. Erstellen, Kugel. Bei der nächsten Komponente müssen wir die richtige Ebene aktiviert haben. Neue Komponente.
In diesem Beispiel habe ich jetzt nur interne Komponenten erstellt. Im Prinzip habe ich das Projekt der Germania so aufgebaut. Die Top-Down-Methode, die ich zu diesem Zeitpunkt im Projekt anwenden möchte, ist die Skelettkonstruktion. Diese Methode hat eine sehr stabile Verarbeitung bei Änderungen und Aufbau der Teile in der Baugruppe. Der Grund, dass viele Körper und/oder Komponenten von der gleichen Skizze abhängig sind. Die Skizze haben wir schon im letzten Video vorbereitet. Dann lasst uns doch gleich mit dem Erstellen loslegen. Darauf achten, dass die richtige Ebene aktiviert ist. Volumenkörper erstellen, wie wir es gewohnt sind. Wir müssen nun darauf achten, dass hier unten bei Vorgang neue Komponente ausgewählt wird. Mit OK bestätigen. Nun die Komponente gleich noch benennen. Wichtig ist jetzt nur noch, dass wir dem Bauteil ein Gelenk zuordnen, damit es an der richtigen Stelle bleibt. Um die nächste Komponente erstellen zu können, müssen wir die Skizze wieder aktivieren. Also E für Extrusion, Fläche auswählen, hier unten wieder darauf achten, dass wir eine neue Komponente haben und mit OK bestätigen. Komponente benennen. Jetzt das Ganze wieder mit einem Gelenk versehen. Nachdem alle Komponenten erstellt worden sind, die Skizze wieder ausblenden. Wie in diesem Video gezeigt, finden meistens mehrere Methoden in einem Projekt Anwendung. Meist kommt noch ein Teil der Bottom-up-Technik zum Einsatz, wenn einige Standardteile verwendet werden. Was bedeutet das also? Nun, ein Projekt muss also schon vor der ersten Skizze schon mal durchdacht werden, damit man eine gute Performance des CAD-Programms hat. Ich hoffe, ich konnte eure inneren Barrieren im Kopf beim Umgang mit Projektaufbauten erweitern und für eine neue Vorgehensweise öffnen. Abonniert meinen Kanal und bis die Tage.